Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute repariere ich was Akustisches, und zwar eine alte Bauchmandoline. Die haben dann immer so einen Muschelkorpus, der besteht aus ganz vielen Spänen und die dann im Laufe der Zeit alle mal irgendwie denken, sie müssten aufgehen. Also gefühlt waren das, weiß nicht, 20, 30 Stück, die ich da jetzt geleimt habe, und das werdet ihr jetzt sehen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut und euch vielleicht auch mal die anderen Reparaturvideos hier auf meinem Kanal anguckt. Ansonsten schaut auch gerne mal auf Insta vorbei, da ist immer mächtig was los. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, das ist das, was ich heute hier auf der Werkbank liegen habe und was ich reparieren werde. Ihr seht schon, da sind ein Haufen Risse in diesem Muschelkorpus drin. Da wurde auch schon mal vorher irgendwie rumgeleimt, aber dazu kommen wir später. Zuerst wechsle ich die Mechaniken, weil da ging gar nichts mehr. Und ich hatte noch einen Satz alter, sogenannter NOS-Mechaniken rumliegen, die wirklich gut gepasst haben. Nur die Fixierungslöcher, die musste ich neu machen. Und hier auch ein kleines Beispiel, warum sowas auch mal ein bisschen länger dauern kann, ist, ich musste jede Schraube kürzen, weil diese Holzdinger oder diese Holzstäbe von der Kopfplatte ein bisschen zu dünn waren. Was ich immer gerne mache bei Mechaniken, ich öle sie, hier in diesem Fall mit Ballistolöl. Bin ich ja eh ein ganz großer Fan von, ja, benutze ich für ganz viele Sachen. Aber ich war schon mal happy, dass ich hier die richtigen Mechaniken irgendwie noch am Start hatte und ich da nicht irgendwas Neues, Minderwertiges einbauen musste. Nun kümmere ich mich um den Sattel. Der alte Kunststoffsattel fliegt raus. Ich entferne hier die alten Leimreste. Da kommt ein schöner neuer Knochensattel rein. Es gibt jetzt auch hier ein Video, könnt ihr euch mal angucken, wie man so einen Knochensattel im Detail macht. Hier ist das nur ganz kurz angerissen. Den leime ich fest mit 2, 3 Tropfen, in dem Fall Sekundenkleber, oder was ich immer ganz gerne nehme, ist Titebond oder Knochenleim. Und jetzt beginnt der Spaß sozusagen. Risse, überall Risse, wo ich hingeguckt habe, alles offen. Späne sind aufgegangen an Nahtfugen, Risse durch die Späne selbst. Ich benutze jetzt in diesem Fall hier Fischleim, den benutze ich ganz gern, weil den kann man kalt verarbeiten und er hat eigentlich die Eigenschaften von so einem Haut- und Knochenleim. Ja. Ich lege da immer so Streifchen von Backpapier drüber, damit das nicht so sehr festbappt und die Reste nicht an meinen, ihr würdet euch wundern, was das ist. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Rennradfahrer, alte Fahrradschläuche, die ich aufschneide und die ich dann quasi als Bandage nehme. Also im klassischen Gitarrenbau macht man das mit Hanfschnüren. Die können aber auch ganz gut mal was verdrücken und so ein Gummi ist da elastisch und macht das ganz geil. Also hier alte Fahrradschläuche in Streifen geschnitten, top Sache. So, jetzt mache ich schon mal eine erste Lackretusche. Ja, das mache ich hier mit verschiedenen Beizen, unterschiedlichen Intensitäten. Wenn es mal zu dunkel wird, ist gar nicht so schlimm. Dann nimmt man ein bisschen ganz feine Steinwolle, am besten so 4-0er. Und schleift das wieder weg. Ihr seht, ich benutze hier auch ganz normale Stifte. Ich taste mich da so langsam ran. Das ist jetzt erstmal nur ein Versuch, um zu gucken, wie das Holz reagiert, wie viel nimmt das auf und was macht das dann. Ja. Also wie gesagt, was ihr jetzt hier seht, ist wirklich nur ein Bruchteil. Ich habe gefühlt 3 Tage an diesem Muschelkorpus rumgeleimt, weil es waren so viele Risse, die offen waren. Und jetzt seht ihr hier an diesem Beispiel, da ist der Span an sich in der Mitte gerissen. Ja. Da musste ich jetzt ein Stück Mahagoni von mir einsetzen. Das schneide ich jetzt hier so zurecht. Gucke natürlich erstmal, dass die Dicke stimmt. Und ich passe auch den Radius ein, damit es nicht zu sehr nach innen wegsteht und vielleicht dann am Ende noch irgendwie vibriert und Störgeräusche macht. Dann klebe ich das immer seitlich ab, damit der Leim nicht sonst wohin läuft. In dem Fall schneide ich das jetzt mit der Schere runter oder schnitze das runter, je nachdem, wie das Holz läuft, wie sich es für mich gut anfühlt. Ja. Und dann lege ich immer dieses Backpapier drüber. Das ist ein ganz netter Tipp, weil das klebt dann nicht so und man kann das dann schön bauarbeiten. Hier ist dieser dunkle Span irgendwie verschollen gewesen. Der hat einfach nicht mehr drin gesessen. Dann habe ich halt aus dunklem Ebenholzfurnier, oder nein, das war so ein Kopfplattenfurnier aus Fiber, auch so einen kleinen Span gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, jedes Mal, wenn man sowas leimt, muss man es beiarbeiten und muss es mit dem Fahrradschlauch wickeln. Also das sind bestimmt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also 10-mal habe ich das bestimmt gemacht. Ich bin jetzt auch einfach mal ganz kurz still und ihr hört mal ein bisschen auf die Arbeitsgeräusche und irgendwann mal klinke ich mich wieder ein. So, jetzt fange ich an, das alles so ein bisschen beizuarbeiten. Meistens mit Schnitzern, mit Zieglingen, das ist ja eins meiner Lieblingswerkzeuge. Ja.
Weil da hat man ja immer einen kleinen Überstand von dem Material, was man eingeleimt hat und das muss man dann halt flächig zu dem bestehenden Boden hinarbeiten, ja, dass man dann halt eine gerade Fläche hat, auch nicht irgendwie mit Klamotten dran hängen bleibt, sonst reißt das alles wieder auf, ja. Also ihr seht, das ist schon eine ganz schöne Fitzelarbeit. Da habe ich jetzt meinen uralten Schnitzer wieder im Einsatz, den ich wirklich eigentlich jeden Tag in der Hand habe, ja. Ihr denkt euch, ja, guck mal, der macht ja jetzt immer das Gleiche. Ja, ich versuche halt mit diesen Videos auch immer so ein bisschen Gefühl dazu vermitteln, was das für ein Zeitaufwand ist, sowas irgendwie wieder gangbar zu machen. Ja. Viele würden jetzt sagen, hey, so ein Ding kriegst du irgendwie auf dem Flohmarkt für einen Huni, aber dieses Instrument ist halt was Besonderes für den Besitzer und ich finde, alles, was man reparieren kann, sollte man auch tun, weil das in meinen Augen sinnvoll ist. Ja. Hier benutze ich meinen ganz kleinen Schnitzer, den habe ich auch schon irgendwie 25 Jahre und zum Schluss wird das alles verschliffen. Das sind jetzt Leimreste, die ich wegmache. Hier arbeite ich mit Vlies, das ist sowas ähnliches wie so ein Schleifpad. Ja. Und jetzt fange ich an, die Lackretusche zu machen. Ja. Also ich fange an mit einer dunklen Beize. Und wenn ich merke, die ist zu dunkel, dann schleife ich die mit Stahlwolle ein bisschen weg und dann wird das alles wieder heller und präsenter. Und dann nehme ich wieder dran, da kann ich dann wieder weitermachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn das einmal zu dunkel ist, dann hat man es verbockt und dann ist es vorbei. Das ist Wasserbeize, die kann man auch runterschleifen und auch runterwaschen. Ja? Und hier tupfe ich mich quasi so ein bisschen an den alten Farbton heran. Das ist jetzt keine Top-Lackierung, aber das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja? Ganz zum Schluss mache ich noch so einen Clearcoat von Shellac drauf und den poliere ich bei. Und so ist dann halt das Endergebnis. Ja. Jetzt öle ich nochmal das Griffbrett. Ja. Die Bünde habe ich, glaube ich, auch abgerichtet. Und jetzt muss der Sattel gekerbt werden. Bei einer Mandoline ganz wichtig, das Spacing zwischen den Saiten muss stimmen. Jetzt wollte ich Saiten aufziehen, habe gemerkt, dass die Nägel das gar nicht so richtig halten. Da habe ich neue Schrauben eingesetzt. Ja, jetzt ziehe ich die Saiten auf. Jetzt werden die Kerben gemacht und so langsam kann man sagen, ist das jetzt auch fast fertig. Und beim Seitenaufziehen habe ich gesehen, dass die Seitenlage immens hoch ist. Was muss ich da machen? Ich muss den Steg tiefer fallen. Hier könnt ihr sehen, wie ich das mache. Meistens funktioniert das ganz gut, indem ich hier so 80er Klebepapier oder Schleifpapier auf die Decke klebe und dann immer hin und her rubbel und dann so weit, bis das quasi von der Seitenlage für mich super ist. Ja. Hier wird sie gestimmt, hier ist sie fertig. Ich freue mich, war eine Riesenarbeit, hat Spaß gemacht. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, verschickt diese Videos. Ich meine, ich mache das hier, um den Leuten zu zeigen, was man denn noch alles wieder irgendwie zum Leben erwecken kann. Macht Musik, habt einen guten Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.